Stell dir vor, es ist 1944. Du bist 18 Jahre alt, sitzt in einem Boot, das Meer ist rau, der Himmel grau und vor dir wartet der Feind. In wenigen Minuten stürmst du unter Kugelhagel einen Strand in Frankreich. Warum? Weil ein Angriff auf der anderen Seite der Welt alles verändert hat. Hallo, ich bin Herr Müller und in diesem Video erkläre ich dir, warum die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind und wie sie damit die Kriegswende in Europa einleiteten. Natürlich einfach erklärt. Los geht's. Kapitel 1. Warum traten die USA in den Krieg ein? Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wollten die USA neutral bleiben. Sie unterstützten Großbritannien und andere Länder zwar mit Waffen und Geld, kämpften aber selbst nicht mit. Das änderte sich am 7. Dezember 1941 schlagartig. Denn Japan griff den US-Marinestützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii an. Innerhalb von nur 2 Stunden wurden hunderte Flugzeuge und Schiffe zerstört. Über 2400 Menschen starben. Der Schock war riesig. Aus einem neutralen Land wurde über Nacht ein entschlossener Kriegsgegner. Am Tag nach dem Angriff erklärten die USA Japan den Krieg. Wenige Tage später zogen auch Deutschland und Italien nach und erklärten Amerika den Krieg. Die USA traten damit offiziell dem Zweiten Weltkrieg bei, sowohl im Pazifik als auch in Europa. Millionen junger Männer meldeten sich freiwillig und die USA wurde zum sogenannten Arsenal der Demokratie. Sie produzierten mehr Waffen, Panzer und Flugzeuge als jede andere Nation. Kapitel 2: Der D-Day und die Landung in der Normandie. Fast 3 Jahre später starteten die USA, Großbritannien und ihre Verbündeten eine gewaltige Operation, die Befreiung Westeuropas. Der Tag dafür, der 6. Juni 1944, bekannt als D-Day. Der Begriff bedeutet schlicht Tag X, der Beginn einer großen Offensive. Über 150 Soldaten landeten an den Stränden der Normandie mit Schiffen, Panzern und Flugzeugen. Die Strände hatten Codenamen wie Omaha Beach oder Utah Beach. Vor allem in Omaha Beach waren die Kämpfe brutal. Viele starben schon in den ersten Minuten. Trotzdem gelang die Landung. Ein genialer Trick half dabei. Die Deutschen hatten geglaubt, die Invasion würde in der Region um Calais weiter nördlich stattfinden. Dort, wo der Ärmelkanal am schmalsten ist. Deshalb waren viele ihrer Truppen dort stationiert und nicht in der Normandie. Ein riesiger Vorteil für die Alliierten. Kapitel 3: Der Vormarsch durch Westeuropa. Nach der erfolgreichen Landung rückten die Alliierten schrittweise weiter vor. Sie durchbrachen die deutschen Verteidigungslinien in der Normandie, gewannen die Schlacht um Caen und sicherten wichtige Häfen wie Chambon. Im Juli 1944 starteten sie die Operation Cobra, mit der sie aus der Normandie ausbrachen und die deutschen Truppen zurückdrängten. Im August erreichten sie Paris, wo die Bevölkerung die Befreiung feierte, bevor sie weiter Richtung Belgien und die Niederlande vorrückten. Der französische General Charles de Gaulle marschierte mitten durch die jubelnde Hauptstadt, ohne Schutz, um Stärke zu zeigen. Auch Belgien wurde befreit. Brüssel und Antwerpen waren im September 1944 wieder frei. Gleichzeitig drängte die Sowjetunion von Osten heran. Deutschland stand nun an 2 Fronten und der Druck wurde immer größer. Kapitel 4: Freude und Abrechnung. Die Befreiung war für viele Menschen ein riesiges Fest. Nationalflaggen flatterten, Menschen jubelten auf den Straßen und die befreiten Städte feierten die Alliierten wie Helden. Doch es gab auch eine dunkle Seite. Kollaborateure, also Menschen, die aktiv mit den deutschen Besatzern zusammengearbeitet hatten, wurden öffentlich bestraft. Manche kamen vor Gericht, andere wurden direkt von wütenden Menschenmengen angegriffen. Besonders Frauen, die Beziehungen zu deutschen Soldaten gehabt hatten, wurden oft öffentlich bloßgestellt. Man rasierte ihnen die Köpfe und führte sie durch die Straßen, um sie zu demütigen. Diese Szenen sollten zeigen, dass Verrat nicht ungesühnt blieb, machten aber auch deutlich, wie chaotisch und emotional diese Zeit war. Kommen wir zur Zusammenfassung. Die USA traten 1941 nach dem Angriff auf Pearl Harbor in den Krieg ein. Am D-Day 1944 landeten sie mit ihren Verbündeten in der Normandie. Sie befreiten Frankreich und Belgien und drängten Deutschland zurück.
Zusammen mit der Sowjetunion brachte dies Deutschland immer näher an die Niederlage. Das war's für heute bei Schulwissen to go. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Und wie hättest du dich gefühlt, wenn du damals als junger Soldat am D-Day in einem Boot über den Ärmelkanal gesessen hättest? Schreib mir deine Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie der Krieg in Europa zu Ende ging und wie Deutschland schließlich kapitulierte. Bis dann, dein Herr Müller.